3 years ago, we embarked on a road trip to Albania, which took a sudden twist when it became our most ambitious project to date. We took my Russian Lada Niva, a car on the technical level of the 70s, and only made it to the next town due to overheating issues. Unable to fix the problem, we had to call off our trip right there. This setback marked the beginning of a 3-year adventure to reach Albania. Back in that first year, we borrowed my dad's car, slept our rooftop tent on it, and hit the road again. With not enough time left to reach Albania, we shifted our focus to the countries of former Yugoslavia. This was the start of our Balkan detours. We were left on the street because our multiple apartment building completely was bombarded. Što se dogodilo tog dana, jel, s obzirom na rupe, znači kaj zatreslo i otvorile su se, jel da? Das ist hier echt eine andere Liga, weil du machst halt einen falschen Schritt, dann geht das Ding hoch und hast keine Beine mehr. They are living fossils. They are dinosaurs of our age. These are the last ones. There won't be another generation doing this. Ziemlich geiler Verfall. Guckt euch da genau weil da ist ein riesiger Bunker. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der ist noch voll eingerichtet. Holy shit. Hier kommen wir nicht mehr weiter, hier ist alles aufgeklärt. Spätestens jetzt Abbruch. Hauptsache wir kommen wieder raus. Also, die aktuellste Info, die wir zu diesem Ort haben, ist, dass es vor 2 Jahren verkauft werden sollte. Aber das sieht jetzt nicht wirklich so aus, als würde sich jemand drum kümmern. Trotzdem erstmal unauffällig reingehen, also nur mit der GoPro filmen, nicht mit den großen auffälligen Kameras. War das ein Kaugummi? War in meiner Hosentasche. So wie der Eingang aussieht, interessiert es keinen mehr. Die Betonwände sind auf jeden Fall sehr dankbar. Draußen sind über 40 Grad und hier angenehm 20 und so. This decaying structure stands as one of the most unique abandoned buildings we've ever explored. Once, it served as a hub for ideological education and political discourse. With its design, this is an impressive example of Yugoslav architecture. The interior of the complex is dominated by sharp angles of bare concrete, contrasted with expansive wood-paneled walls and ceilings. Stretching over 4 floors and spanning a length of more than 170 meters, this massive boarding school provided accommodation for hundreds of students. There were over 150 rooms, including classrooms and offices, a library, a theater and a sports hall, even a restaurant and a bar. Long straight corridors look down on huge communal zones. Still today, this modernist building is appreciated by architects and lovers of brutalism. Even in decay, we were captivated by its atmosphere. The school opened in 1981 and was the vision of Josip Broz Tito, Yugoslavia's president for life. He was concerned about weaknesses in Marxist-Leninist ideology within his Communist Party. So, leading scientists and professors from all 6 constituent republics were recruited to train the next generation of politicians here. The educational facility was constructed in the Croatian village of Kumrovec, a symbolic location since this was the birthplace of Tito. For more than 25 years, he was the dictator of Yugoslavia and the supreme commander of the military. He rose from the son of a farming family to a pivotal figure in European history, as he and his troops successfully repelled the attacks by Nazi Germany
during World War II. His partisans earned the reputation as the most effective resistance movement in occupied Europe. During his regime, Tito unified Yugoslavia and maintained the peaceful coexistence of the many republics of the Yugoslav Federation. 10 years after his death, however, socialism collapsed and his League of Nations descended into civil war, leaving behind complete devastation. Hier überall in den Gebäuden sind diese Müllsäcke. Hier sieht man das erste Mal, dass er richtig voll ist. Also irgendjemand hat die auf jeden Fall aufgeräumt. Die Frage ist, wie lange es her ist. Wahrscheinlich für den Investorenbesuch. Ein bisschen schick machen alles. Und trotzdem ist der Müllpfeil in den Beutel. Und er ist immer noch hier. Shortly before our visit, efforts were made to find new owners for the compound to renovate it. In an attempt to mask the catastrophic condition of the site, some tidying up was done. These photos were captured by our buddy Toby and show how the school looked a few years back. All furniture, debris and trash were cleared out, and even some of the greenery was removed, like the ferns on the bar. But to date, no investors have been found, and the deterioration of the site persists. Tobi war schon zweimal hier und er hat uns gerade eine Nachricht geschickt. Hör mal ganz genau zu, das klingt ziemlich gut. Genau, und da wo es zur Turnhalle geht, also man geht ja in der Hauptlobby eine Treppe runter, da geht man ja in die Turnhalle rein. Okay. Und da ist man ja auf diesem Balkon und kann in die Turnhalle runter gucken. Guckt euch da genau um, weil da ist ein riesiger Bunker. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, der ist noch voll eingerichtet. Macht auf jeden Fall Sinn, dass hier so ein Bunker ist, in so einer Parteischule. Der muss gleich da unten sein. Okay. Also lass mal gucken. Das ist auf jeden Fall die Bunkertür. Oder von einem riesigen Kühlschrank. Das ist eigentlich dasselbe. Holy shit. Alles Betten für bis zu 3 Menschen. Und davon stehen ja jede Menge. Das heißt, allein in dem Raum hier konnten ja schon knapp, weiß nicht, 80 Menschen vielleicht Platz finden. Noch ein Raum. Aber es gibt nur Räume mit Betten, also es gibt keine Küche, es gibt sonst keine Gerätschaften. Es gibt nur noch eine Toilette. According to online sources, this bunker was a fallout shelter. Das sind die Toiletten gewesen. Und das hier ist mit Sicherheit der Notausgang bzw. der Fluchttunnel. Ah, das die Decke quasi. Also wer auch immer hier flüchten wollte, wäre auf jeden Fall nicht so weit gekommen. Das Loch kommt bestimmt vom ersten, der Schienenweiter integriert ist. Es ist nicht so gebaut, als ob man hier drauf laufen sollte. Aber wozu sonst die Tür? Kann schon sein, dass sie einfach nicht fertig gebaut wurde. This was a dead end. But we knew there had to be another way. And indeed, we discovered that the bunker extended even further. Hier kommen wir nicht mehr weiter, hier ist alles überflutet. Oder wir holen uns noch mehr von den Kästen und setzen die immer so voneinander und laufen dann drüber. Ich hab mich gerade so erschrocken, guck mal, ich sitze im Kasten drin. Ist das stimmt das da rum? Ich dachte kurz, das ist eine Hand. Oh Gott. Was ist dahinter? 10 Meter Gang, dann geht's wieder nach rechts. Solange wir das halten, würde ich sagen, es geht noch ein ganzes Stück weiter. To reach the end of what we suspected to be the actual escape tunnel, we wanted to build a path out of crates leading through the murky waters ahead. Luckily, we stumbled upon a substantial supply of them behind the bar.
Our optimism faded though when we realized that they weren't made to carry the weight of 80-kilogram heavy explorers. Ja. Uiuiui, Vorsicht, hoffentlich halten die. Ja. Ui, also mit dem müssen wir vorsichtig sein. Also es dauert extrem lange mit diesen Kästen. Wir sind aber jetzt an der Ecke. Gott. Und wie man sieht, geht's einfach noch weiter. Shit, außerdem hat der eine Kasten schon zweimal ziemlich bedrohlich geknackt. Wenn die uns auf der Hälfte wegsterben, haben wir ein Problem. Deswegen probiere ich jetzt nochmal diese Tonne als Boot umzufunktionieren. Alter! Und hier schwimmen krasse Viecher. Diese Brühe, die ist bestimmt radioaktiv verseucht. Alter, was zur Hölle ist das? Ich glaube, das wird nichts. Man kann das hier schwer sehen, aber das Wasser ist ab da hinten vielleicht einen halben Meter tief. Abbruch? Neoprenanzug und durch. Ach, warte mal. Hast du da rechts geguckt? Leuchte mal rechts hin. Ist das vielleicht die Sprossen von der Leiter? Alter! Das heißt nur bis dorthin und dann hat man es geschafft? Eventuell, wir wissen es nicht. Aber das sieht aus wie so Sprossen. Ja, es läuft da alles rein. Ich glaube, das bringt nichts, sie geht einfach runter. Nee, aber die läuft jetzt voll und dann kannst du damit nicht mehr schwimmen. Na gut, wir haben nicht die richtige Ausrüstung hier dafür. Das wäre mir passiert. Ja, du bist zum Untergang spätestens jetzt. Absoluter Jackpot. Marco hat gerade eine Tonne gefunden, die noch zu ist. Also ein potenzielles Boot. Gute Fahrt, viel Glück. Oh Gott, ich flipp's gleich. Shit. Brauchst du Hilfe? Ja, ich weiß nicht, wie du mal Würfel sollst. Shit. So, hier als Stütze. Der rutscht runter, hier geht's nach unten. Hauptsache, wir kommen wieder raus. Okay. Oh Gott. Guck dir das an. Ich habe mich da vorne abgestützt. Und der Deckel geht auf. Und das wäre es gewesen. Fuck. Abbruch. Noch Strom. We couldn't get any further underground, so we tried to locate the bunker's emergency exit at the level above. Aber was genau läuft? Hast du irgendwas gesehen, was intakt ist? Nee. Also Kameras, Überwachungskameras sind es auf jeden Fall nicht. Hier. Wir haben hier gerade so eine viereckige Struktur gesehen, wo nichts wächst und alles andere ist total zugemauert. Deswegen haben wir uns hier durchgeschlagen. Das wird vermutlich der Ausgang von diesem Notausgang sein. Das Problem ist, wir haben ja drinnen auch kein Licht gesehen, was von oben runterkommt. Das stimmt. Nur das Wasser. Das ist zu. Das Wasser wird hier wahrscheinlich versickern. Jetzt stell dir mal vor, ihr hättet es geschafft nach ganz hinten. Mit richtig viel Aufwand. Ja, das wäre derbe enttäuschend gewesen. Ich wäre so auf halbem Weg in diese Schlacke gefallen mit meinem kleinen Tonnenboot und dann einfach nur, ja, ist zu. Wir sind hier gerade im Kino.
Hier ist extrem viel Staub, deswegen habe ich die Maske auf. Überall sieht man diese Sonnenflares hier, sieht echt geil aus. Und hier ist ein riesiger Bücherhaufen. Um hier reinzukommen, mussten wir auch schon über so einen Bücherhaufen drüber stapfen. Und wir haben gelesen, dass damals, als die Schule geschlossen wurde, ein Professor aus Zagreb sich dafür eingesetzt hat, die Bücher, die hier noch von Wert sind, zu retten. Und ist mit einigen Studenten hierher gekommen, dann haben die mitgenommen, was ging, und in ihre Archive gepackt. Ich kann leider die Sprache nicht, aber die Einbände verraten teilweise, worum es geht. Und das, was jetzt hier noch ist, das kann auf jeden Fall nicht mehr gerettet werden nach diesem enormen Wasserschaden. Also jedes Buch ist jetzt vollkommen zerstört hier. The students of this boarding school needed to go through 15,000 pages of literature in just 1 year, much of it steeped in Marxist ideology. Many of the books on this pile were written by Tito himself. The ones that could be saved were donated to university libraries and book lovers. But the volumes that weren't salvaged in time succumbed to irreparable damage from water seeping through the broken roof, leaving only the musty scent of mildew behind. Valuable copper fixtures in the ceilings were stripped away by looters following the school's abandonment. There is nothing left of value in the sprawling complex by now. Gefunden ist der Projektorraum. Da unten ist das Kino, in dem wir gerade schon waren. Wir sind noch da. As the Yugoslav war ravaged in the region in the early 1990s, the facility was forced to close its doors. After, the structure served as a temporary shelter for war refugees from the Croatian city of Vukovar. Situated on the border with Serbia, Vukovar was the site of one of the most devastating battles of the war. Families sought refuge here until 2003, leaving behind traces of their lives. Posters still adorn the walls of the rooms they once occupied. Since their departure, this historical place lies dormant, consumed by time. The facility's architectural design was integrated into the natural contours of the surrounding hillside, aiming to create a harmonious blend with its environment. Despite its historical significance, the property has struggled to find a new purpose. It's now owned by the Republic of Croatia, whose previous attempts to turn it into a tourist complex dedicated to Tito have been unsuccessful. Interestingly, although the school was intended as a tribute to Tito, the former leader never visited it, as it was inaugurated 1 year after his death. Many locals attribute the neglect of the building to government officials' disapproval of its socialist symbolism. Yet, preserving relics from former Yugoslavia is crucial for their immense historical, cultural, and architectural value. By safeguarding such places in general, future generations will have the opportunity to explore and learn from the rich tapestry of our collective history. Thanks for watching the first episode of Balkan Detours. The music for this was made by Lucas, a friend of us who's actually from the Balkans himself. He did movie scores in the past, and so he composed the whole thing from scratch. If you liked it, let us know, and you can find more of his work in the video description down below. This whole new show, Balkan Detours, is a crowdfunded series, which these legends to my left made possible. With them as sponsors for the show, we could successfully fund the first season. But we want to release 2 more of them, and there are different ways you can help us with that. Firstly, we've just launched a collection of fine art prints featuring our most stunning images from this journey. These prints are produced to the highest standards and are limited to just 10 copies each. You'll find them on our website. Additionally, you can support us through Patreon, and also from now on, you can become a member directly here on YouTube. Both platforms offer you a bunch of rewards in return for your support.
You may have noticed that we don't rely on traditional sponsors to fund our video productions. Instead, we rely on our amazing community. So thanks to all of you guys for making these videos possible.